Artikel 16a Grundgesetz sagt klar, Einreisende aus sicheren Drittstaaten haben keinen Asylanspruch. Paragraph 18 Asylgesetz legt fest, dass die Zurückweisung dieser Illegalen nicht nur zulässig, sondern geboten ist. Keine europarechtliche Verpflichtung setzt diese Regelung. Können Sie bitte ein bisschen leiser sprechen da hinter mir? Ja, es stört, das machen wir auch nicht. Also keine europarechtliche. Hey Leute, heute schauen wir uns die Rede von Dr. Alice Weidel im Bundestag an. Sie hat Kanzler Scholz und die Ampelregierung förmlich zerlegt und mit harten Fakten untermauert, warum er ihrer Meinung nach der Kanzler des Niedergangs ist. Von Jobverlusten über explodierende Migration bis hin zu Rekordsteuern. Weidel packt gnadenlos aus und zeigt mit Zahlen auf, wie schlimm die Lage für Deutschland wirklich ist. Ob es um die Zunahme von Verbrechen oder den wirtschaftlichen Abstieg geht, sie lässt keinen Stein auf den anderen. Aber was mich besonders gestört hat, die Bundestagspräsidentin hält ein Plauschchen im Hintergrund, aber so laut, dass sie die Rede von Frau Dr. Weidel stört. Und das finde ich respektlos. Also bleibt dran, denn das ist echt harter Tobak, der jeden betrifft. Auf geht's! Hat das Wort für die AfD-Fraktion Dr. Alice Weidel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Damen und Herren! Fast 3 Wochen sind verstrichen seit dem grauenhaften Messerterroranschlag eines abgelehnten syrischen Asylbewerbers in Solingen. 10 Tage sind ins Land gegangen seit der krachenden Wahlniederlage in Sachsen und Thüringen, die Ihre Kanzlerpartei zur Splitterpartei degradiert hat. Sie wollen sich immer noch einreden, dass die Wähler Ihnen in Scharen davonlaufen, weil Sie Ihnen Ihre Politik nicht gut genug erklärt hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Die Bürger haben ganz genau begriffen, dass Ihre Politik Wohlstandsvernichtung, Deindustrialisierung, Massenmigration und Verlust der inneren Sicherheit bedeutet. Sie sind der Kanzler des Niedergangs, Herr Scholz. Für die Erosion Deutschlands als Industrienation steht auch der Niedergang von Volkswagen. Für den angeblichen Klimaschutz zerstören Sie die deutsche Wirtschaft. Das VW-Desaster ist aber nur die Spitze des Eisberges. 500.000, 500.000 Arbeitslose verzeichnet die Statistik, seit Sie die Regierung übernommen haben. Das sind Hunderttausende Familien, Millionen Menschen, die um ihre Zukunft fürchten müssen. Und es trifft alle Branchen und besonders die Automobilindustrie und alles, was an ihr hängt. Zulieferer ZF streicht bis zu 14.000 Stellen. Bei SAP fallen 10.000 Jobs weg. Ford 4.600, Bosch 3.760, Bayer 3.200, BASF 3.300, Michelin 1.500, Miele 1.300, Continental 1.200. Die klangvollsten Namen bauen Arbeitsplätze in Deutschland ab und verlagern ins Ausland, weil sie hier nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Die Liste wird täglich länger. Die Stahlsparte von ThyssenKrupp erweist sich wegen Unwirtschaftlichkeit als unverkäuflich und steht vor dem Untergang. 27.000 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Die Zahl der Insolvenzen hat im Juli ein 10-Jahres-Hoch erreicht, 40% mehr als noch im Vorjahr. Eine dramatische Bilanz, und es ist Ihre Bilanz, Herr Scholz.
Die bedrohten Privathaushalte will Ihr Wärmepumpenminister Habeck, den ich hier heute vermisse, wo ist der Minister Habeck eigentlich bei dieser Debatte, dazu noch zwingen, für die politisch geforderte Demontage von perfekt funktionierenden Gasnetzen zu bezahlen. Der Haushalt, den Sie nach mehreren vergeblichen Anläufen schließlich vorgelegt haben, ist so dilettantisch und zusammengeschustert wie Ihre gesamte Regierungskoalition. Sie knüpfen den Bürgern Steuergelder und Abgaben in Rekordhöhe ab und kommen trotzdem nicht aus. Sie türmen Schuldenberg auf Schuldenberg, und es reicht Ihnen nicht. Um es klar zu sagen, dieser Haushalt ist eine Unverschämtheit und an Unseriosität nicht mehr zu unterbieten. Während Sie versuchen, die Bürger mit Alibi-Politik und Migrationsgipfeln zu beschwichtigen, finden jeden Tag immer weiter Messerattacken und Vergewaltigungen durch illegale Migranten statt. Sie zelebrieren kurz vor den Landtagswahlen eine absurde Luxusabschiebung von ganzen 28 afghanischen Schwerstkriminellen und geben ihnen noch ein fürstliches Handgeld von 1.000 € mit auf dem Weg. Das sind 2 afghanische Jahresgehälter, der Lohn für Mord und Vergewaltigung und eine weitere Einladung für illegale Migration. Zur gleichen Zeit finanziert dieses Bundesinnenministerium unter Nancy Faeser ein Portal, das in 9 Sprachen zu Tipps und Tricks gegen ihre eigene Behörde aufruft, um Abschiebung zu entgehen. Diese Bundesregierung sabotiert Abschiebung, indem sie per Chancenaufenthaltsrecht Aufenthaltstitel verteilt und Ausreisepflichtigen auch noch zusätzlichen Rechtsbeistand auf Kosten der Steuerzahler verschafft. Der Attentäter von Solingen konnte sich seiner Rückführung nach Bulgarien auch deswegen monatelang entziehen, weil eine grüne Ministerin Abschiebung hintertreibt und ein CDU-Ministerpräsident sie gewähren lässt. Mehr als die Hälfte des Jahres arbeiten die Steuerzahler für einen Staat, der illegale Migranten ins Land lockt und den Bürgern die Sicherheit raubt, die er ihnen schuldig ist. Die Opfer von Solingen könnten noch leben und unversehrt sein, würden die Verantwortlichen nach Recht und Gesetz handeln. Das heißt zuerst und vor allem, illegale Migranten gar nicht erst ins Land zu lassen, sondern die Grenzen schließen und jeden zurückweisen, der ohne Rechtsanspruch und ohne Papiere nach Deutschland eindringen will, nicht vorübergehend, sondern für immer. Das ist im Übrigen keine Option, das ist eine rechtliche Verpflichtung, die Sie haben. Artikel 16a Grundgesetz sagt klar, Einreisende aus sicheren Drittstaaten haben keinen Asylanspruch. Paragraph 18 Asylgesetz legt fest, dass die Zurückweisung dieser Illegalen nicht nur zulässig, sondern geboten ist. Keine europarechtliche Verpflichtung setzt diese Regelung. Können Sie bitte ein bisschen leiser sprechen da hinter mir? Ja, es stört, das machen wir auch nicht. Also keine europarechtliche. Es ist der reinste Kindergarten mit Ihnen. Und die nächste Wahl wird kommen. Ich fange das dritte Mal an, damit Sie auch die Gesetze kennen. Keine europarechtliche Regelung setzt das außer Kraft. Kein souveräner Staat kann gezwungen werden, Einreisen gegen sein Recht und seinen Willen zu dulden. Und dann kam eine CDU-Kanzlerin. Diese Kanzlerin hat dieses geltende Recht vor 9 Jahren mit einem Federstrich weggewischt und eine Herrschaft des Unrechts etabliert, die Deutschland zugrunde richtet. Darum ist alles Makulatur, was die CDU Ihnen heute erzählt und Herr Merz nachher erzählen wird.
Die Realpolitik der CDU sehen wir im Übrigen in Berlin. Hier im CDU-regierten Berlin explodiert die Zahl der Einbürgerungen. Es gibt kaum Ablehnung von Einbürgerungsgesuchen. 60% mehr Einbürgerung in Berlin in den ersten 8 Monaten dieses Jahres als im gesamten Vorjahr davor. So sieht CDU-Politik aus. Massenmigration und migrationspolitischer Kontrollverzicht haben tödliche Folgen. Wir brauchen die Migrationswende, und zwar sofort. Nicht-Deutsche greifen 6-mal häufiger zum Messer und begehen 7-mal häufiger Sexualdelikte als deutsche Staatsangehörige. So hat der Chef der Bundespolizei, Roman, zuletzt die Lage zusammengefasst. Seit 2017 wurden laut Zahlen des BKA mehr als 52.000 Frauen Opfer eines Sexualdelikts durch Asylmigranten. Hauptherkunftsländer Syrien, Afghanistan, Irak. Die Zahl der Gruppenvergewaltigungen stieg im letzten Jahr auf 761, mehr als 2 dieses grauenhaften Verbrechens an jedem Tag. Bei 209 Gruppenvergewaltigungen im Land Nordrhein-Westfalen sind fast 3/4 der Tatverdächtigen Nicht-Deutsche oder haben einen offenkundigen Migrationshintergrund. Rund 2/3 der Tatverdächtigen in der Bandenkriminalität sind Nicht-Deutsche. Ja, worauf warten Sie also noch? Schieben Sie diese Verbrecher endlich ab. Und gegen explodierende Migrantenkriminalität helfen nur sofortige, robuste Maßnahmen. Ein striktes Moratorium für Einwanderung. Aufnahme und Einbürgerungsstopp von allen Migranten für mindestens 5 Jahre und keine Einbürgerung von Menschen, die in unserem Sozialsystem hängen. Schließung der Grenzen, ausnahmslose Zurückweisung aller Illegalen, sofortige Ausweisung aller Illegalen und Straftätern, Beseitigung aller finanziellen, rechtlichen, sozialstaatlichen Anreize, Sach- statt Geldleistung und endlich den Umbau des Asylrechts. Das würde eine verantwortungsvolle AfD-geführte Regierung jetzt tun. Sie alle haben das migrationspolitische Staatsversagen in den letzten Jahren und Jahrzehnten aktiv vorangetrieben. Mehr noch, Sie haben die Wege der Vernunft ausgeschlagen und stattdessen die Gesellschaft gespalten. Sie haben Kritiker systematisch diffamiert, mit Ungeziefervergleichen und übelster Fäkal- und Nazisprache entmenschlicht und den Geheimdienst auf sie angesetzt. Herr Hofreiter von den Grünen hat mit seiner Forderung, die Plattform X zu verbieten, die hässliche Fratze des totalitären Ungeistes aufgezeigt, der sie beherrscht. Und das heißt auch, Sie halten die Meinungsfreiheit für gefährlicher als den schrankenlosen Import von Mördern und Terroristen. Statt im fairen Ringen die beste Lösung zu suchen, berauben Sie die Opposition wichtiger parlamentarischer Rechte. Sie verweigern uns bis heute uns zustehende Posten im Bundestagspräsidium, in entscheidenden Gremien, in den Ausschüssen. Damit berauben Sie Millionen Wählern ihrer vollen parlamentarischen Vertretung. Sie sind die wahren Demokratie- und Rechtsstaatsverächter. Mit fadenscheinigen Manipulationen wollen Ihre Genossen und Kollegen in Sachsen und Thüringen diesen Wählerbetrug fortsetzen und die Kraft, der 1/3 der Wähler einen ganz klaren Auftrag gegeben hat, mit allen Mitteln von der Regierung und ihren Rechten fernhalten. Ihre demokratische Mitte, die Sie dafür konstruiert haben, ist so demokratisch wie das mittlere D der DDR. Im Wahlkampf schreibt die CDU von der AfD ab, lehnt aber alle Anträge von uns ab. Komisch. Und nach der Wahl reiht sie sich in die linke Einheitsfront ein. Das ändert aber nichts an unserer Entschlossenheit, im Interesse unseres Landes diese Groteske abzustellen. Und das spätestens in der nächsten Wahlperiode, die hoffentlich nicht erst in einem Jahr beginnt. Denn so lange kann Deutschland nicht mehr auf Reformen warten. Und solange hält das unser Land auch nicht mehr aus. Wer echte Veränderung und Reformen will,
der wählt die Alternative für Deutschland. Ich bedanke mich. Da die Information über die Erkrankung von Herrn Habeck wohl nicht bei allen Fraktionen angekommen ist, will ich das hier einmal noch mal richtigstellen. Herr Habeck ist erkrankt und kann heute nicht an der Plenarsitzung teilnehmen. Jetzt hat das Wort als Nächste für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Katharina Dröge.